Hallo, hallo. Ja, ich möchte mal zeigen, ich habe da ein bisschen was eingekauft bei Action. Und auch diese Sets sind bei uns eingetroffen für 99 Cent. Diese Rub-Ons Folien Kit. Folierkit oder wie heißt das jetzt? Einschreibefolien-Kit. Ja. Die sahen so unterschiedlich aus, obwohl die Abbildung ist die gleiche, ne? Ich wollte mal reinschauen, ob das gleiche ist oder doch sich unterscheidet. Ja, das ist das Set und da sind die Motive. So, das ist das eine. Ja, das ist echt schwierig zu sehen, aber ja, das da. Und dann möchte ich mal dieses noch reinschauen. Sieht aus, es ist das gleiche. Würde ich schon so jetzt schon sehen, aber ja, ist so eingepackt als Hop, ne? Ja, sind die gleiche, ja, sehe ich schon da. Ja, die gleichen, ne? Das nehme ich mal dazu. Und hier ist es, das ist stärker. Ja. Aber die gleiche Bilder, ne? Siehst du? Ist dasselbe. Ja. Okay, na gut. Aber für den Preis, ne? 99 Cent, da bin ich echt happy, dass ich sie bekommen habe. Auch der Pen ist dabei. Eine gute Sache, der Pen auch noch. Ja, okay, dann alles klar, geklärt. Ja, und diese kleine Mini-Sternchen als Perlen, ne? Silber, Gold, ja, dachte ich, dann nehme ich sie mal mit. Sind auch echt hübsch, ne? So, und diese Bücher sind neu eingetroffen. Guck mal, was dick. Und da sind 30 mal folierte, das rosa Goldfolierung. Dann ist das 16 mal, steht 16 Blätter mit Buntglaseffekt. Ja, ich würde sagen so Tiffany-Style, ne? Vellum ist das dann. Und dann noch 50 Blätter zum Ausmalen. Ausmalmotive, ne? Finde ich, wow. So, was ist neu von Craft Sensation? Ich habe 2 Varianten mitgenommen. Oh, guck mal. Da gab es noch Mandala. Ja, Mandala. Bin ich da nicht so, aber ich habe da reingespickt. Wow, ich glaube, das dritte kommt auch wohl noch rein. Ja. Jo, ich glaube, so ist es besser, dass es schön zu sehen ist, ne? Ja, dann blättere ich mal durch. Da steht das dann, ne? Hier noch so ein Mandala-Variante gibt es noch, ne? Ja, und das Buch, das ist so schön überhaupt da gestaltet, ne? Echt Hammer. Ja, das ist Goldfolierung. Und da, wie gesagt, ist Gelbgold und das ist Rosagold, ne? So, dann starte ich mal erstmal mit dem Buch.
Ich blättere durch und werde es wohl schneller dann das Video machen, ne? Dass es schnell Durchlauf ist, aber guck mal was. Da haben wir, ne? Guck, das ist dabei. Und da heißt es vielleicht, der Hintergrund wird gestaltet, ne? Echt Hammer. Ach, die Blätter sind, ja, doch, sagen so 120. Auf jeden Fall. Ja, echt Hammer. Guck mal, die Libelle ist sehr braun. Ja, das sind die Blätter. Und schaut mal, der Hammer. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ja, schaut mal, das Vellum. So. Ich glaube, ja, besser, ne? So. So, Tiffany-Style, ne? Dachte ich ja, Konturen sind schon da. Und dann von der Rückseite wohl ausmalen. Wow. Die kann man ja auch mit Buntpapier oder mit Designpapier hinterlegen. Ne? Auch muss man gar nicht ausmalen, man kann sie auch so auf Hintergrund, ne? Befestigen. Oder? Echt Hammer. So, das sind die Blätter und dann kommen die normale Ausmalbögen. Ne? Auch wow, echt schöne Motive. Finde ich sehr, sehr schön. Wow, sind ja lauter Vögelchen. Guck mal, wie schön. Frühling. Liebe. Glück. Ne, so. Glücksbringer. Frühlingserwachen. Thema. Ich war am Überlegen, dachte ich glaube, nee. Ne? Aber das ist doch wieder, man wird immer jedes Mal doch verführt, ne? So heißt es eben. Aber ist schön. Solche Sachen sind ja auch schön zu verschenken. Immer. Da macht man immer eine Freude, dann Stifte dazu und ja, ist schon ein schönes Geschenk, ne? Und so eine Beschäftigung, die
ja immer gut. Man wird geduldiger, ne? Und so weiter. Ist auch schön. So, das zweite, oh, das ist auch, ne? Guck mal, lila. Das sind doch Vorschläge, ne? Die sind auch echt gut. Kann man dann nutzen. So, dann dieses Heft. Und das, wie gesagt, das ist ja in rosa Gold. Auch mega. Guck mal, wie edel, ne? Das ist da so hübsch. Schau mal. Schön, ne? Kann man sogar einzeln ausschneiden dann, ne? Hier auch. Oh. Das ist auch schön, ne? Guck mal, ganze Blumenwiese. Und da sind diese einzelnen, ne? Guck mal, hey. Ja. Wow. Sehr schön. Ja, und da kommt das da. Soll ich mir dann so legen, ne? Hello. Tiffany Style. Ja, das ist was Neues, ne? Ja, das sind die Vellumblätter. Und dann kommen die Ausmalbögen. Ne? Ist auch schön.
Und ich habe mir auch dieses T-Shirt-Garn mitgenommen. Hier so ein Blau. Kostet 1,99. Und hier so ein dunkles, wie Kirschrot oder ich würde sagen so ein lila, so dunkel. So, und ich habe auch da von dem Rosa, so ein schönes Babyrosa. Schwarz auch. Dann dieses Mintgrün ist so schön, guck mal. Ne? Im Kombi. Das Weiß. Und dann sind so, diese zwei, die sind so irgendwie anders. Guck mal, das hat so eine Struktur. Und das hat die, ist zweiseitig. Hier vorne das und das. Ja. Sind stretchig, ja, ist ja so ein Garn, ne? Ja, dachte ich auch okay. Den Preis ist echt so ein, kann man ja für vieles nutzen, ne? Hier, das hat auch so eine Unterseite, ne? Und da dachte ich auch, könnte man auch als für zum Beispiel, letztens habe ich ja eine Tasche gebastelt, auch für Henkelchen, ne? So in Projekten nutzen oder als Deko kann man ja immer was ergänzen. Und das ist stärker, dicker, interessant. 55 Meter überall. So, ihr Lieben, da bin ich zum Schluss gekommen. Ja, bei den Sets, ja, ist es ja auch gut. Hat man auch die Stifte und ich würde sagen, auch auf Glas könnte man damit noch probieren. Ne? Würde sich auch gut machen. Und auf Folie, ne? Ist schon auch den Stift alleine für sich nutzen, was schreiben und dann mit Folien abdrücken, ne? Machen, also Abdruck machen. Gut. Und die passen dann auch noch, ne? So dieses. Okay. Das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.